Hallihallo und willkommen zurück zu unserem Raytracer in Java. Ja, letztes Mal haben wir unsere Trace-Methode hier fertiggestellt und dieses Mal werden wir uns um die Objekte kümmern. Also wir wissen ja, es gibt Objects und durch die loopen wir durch. In dieser Szene sind alle Objects drin und wir schneiden unseren Strahl quasi. Aktuell ist es noch kein modellierter Strahl, sondern einfach nur das Auge und die Richtung, in die wir gucken. Wir schneiden dieses Objekt mit diesem Strahl. Das heißt, wir müssen irgendwie ein dreidimensionales Objekt, sagen wir mal zum Beispiel eine Kugel, müssen wir schneiden mit einem Strahl, den wir hier konstruiert haben. Und genau das wollen wir eben heute machen. Also wir wollen zunächst einmal natürlich dieses Object 3D modellieren. Das ist ein Interface. Vielleicht die erste vernünftige Verwendung von Interfaces, die wir kennen. Und ja, wir machen einfach mal hier Finish und haben hier unsere wunderschöne Interface-Klasse Object3D. So, jetzt wissen die erfahrenen Programmierer von Java oder was auch immer ihr für eine Sprache schon programmiert habt oder einfach nur meine Videos gesehen, wir können hier durch dieses Object3D durchloopen, denn alles, was dieses Interface implementiert, ist gleichzeitig auch ein Object3D. Das heißt, wir können in diese Szene einfach random Objects reinpacken, ob das jetzt ein Würfel ist oder ob das eine Kugel ist, interessiert uns nicht. Und alles, was wir halt dann machen wollen, muss von diesem, also an Objekten, muss von diesem Object3D erben. Allerdings brauchen wir trotzdem diese Intersect-Methode hier. Da können wir einfach draufklicken, das ist quasi schon fertig dann. Einfach mir fehlt hier das Public vorne dran. Ich mag das, wenn das da vorne dran steht, dass man auch weiß, um was es sich handelt. Also ein Public Double Intersect. Und der nimmt aktuell ein Eye, vielleicht nicht unbedingt ein Origin, vielleicht eher, und eine Direction. Genau. So, und dann haben wir hier unten noch die GetColor, die brauchen wir auch auf jeden. Da werden wir nachher den Schatten drin berechnen. Aktuell wollen wir da einfach nur, damit wir möglichst bald was sehen, wollen wir da einfach bloß die Farbe zurückgeben, die dieses Objekt gerade hat. Genau, so, das reicht erstmal für dieses Object 3D. Hier haben wir natürlich noch den Fehler mit der Szene, die machen wir vielleicht das nächste Mal, vielleicht reicht es uns sogar heute noch. Ich habe euch versprochen, dass wir das in grob einer Woche, das erste Bild sehen können und das wird vielleicht sogar schon heute sein. Gut, also nicht lang rumlabern, sondern eine neue Klasse erstellen. Entschuldigung wegen dem Husten. Genau, so. Ja, was wollen wir machen? Wir wollen zuerst einmal eine Kugel haben, eine Sphere. Wir wollen sie erben lassen, na, ist egal. Wobei hier kann man direkt Add machen, wenn man zu faul ist, aber ich habe das noch nie gemacht mit dem Add. Ich schreibe das immer von selber hin. Genau hier. So, Implements und zwar Object 3D. Ja, Object 3D, genau so. Jetzt kriegen wir hier natürlich den Fehler, wir sollen gefälligst die noch nicht implementierten Methoden zurückgeben und hier die Farbe. So, bei der Sphere ist es jetzt einfach mal so. Genau, das wird heute unser Hauptthema sein, diese Sphere. Eine Kugel, könnt ihr euch vorstellen, die hat ja immer einen Radius. Das sollte wohl ein Double sein. Und sie hat einen Mittelpunkt, damit man natürlich weiß, wo die Kugel anfängt. Und alle anderen Punkte können so beschrieben werden, denn alle Punkte, die Abstand zu diesem Mittelpunkt kleiner gleich diesem Radius hier haben, die liegen in der Kugel drin. Und das machen wir uns zunutze bei der Schnittpunktberechnung. Natürlich brauchen wir hier vielleicht noch eine Farbe aktuell, Color C. Und da weise ich einfach einen festen Wert mal zu. Sagen wir die Farbe, was war unser Hintergrund? Ich glaube, ist egal was er war, grün war es auf jeden Fall nicht. Ich hätte gerne das große Green. So. Und bei der GetColor-Methode sagen wir hier einfach, okay, Return, wir wollen einen Integer zurückhaben, RGB-Integer, merken wir uns bitte. Wir sagen hier einfach c.getRGB. So, und fertig ist die GetColor-Methode vorerst mal. Natürlich wollen wir hier dann Schatten berechnen und so weiter. So, ja, wir brauchen hier zunächst mal einen Konstruktor, damit wir das Ding überhaupt kreieren können. Public Sphere. Und sagen wir mal, wir wollen einen Double Radius haben. Ja, im Prinzip können wir das uns eigentlich generieren lassen. Lasst uns das mal schnell machen. Hier einfach auf Source und dann Generate Constructors using Fields. Ja, ich will eigentlich einen ohne die Farbe C haben, denn das wird nachher noch ein bisschen komplexer werden. Super brauchen wir gar nicht, denn Super ist im Prinzip bloß unser Object 3D und das wird es auch bleiben. Denn ja, ein Interface braucht eigentlich keinen Konstruktor. So, und this.radius gleich Radius und this.center gleich Center. Perfekt. Okay.
Ähm, genau. Jetzt machen wir weiter mit der Intersect-Methode und die wird jetzt ein bisschen wieder komplizierter. Ich hoffe, ihr habt kleine Vorkenntnisse in Mathe. Ähm, ansonsten ja, wird es ein bisschen schwierig werden. Ich versuche mein Bestes, euch das irgendwie zu erklären. Gebt mir vielleicht auch ein bisschen Feedback, wie das funktioniert hat. Also wir sagen, ja, das brauchen wir im Prinzip noch nicht hier. Gut, wir haben hier einen, also wenn wir das Ganze hier ausrechnen, diesen Schnittpunkt, zeige ich euch vielleicht mal extern. So, ja, ich hoffe, ihr könnt das jetzt alles so gut erkennen, was ich jetzt hier so mache. Und zwar fügen wir jetzt hier erstmal eine Formel ein, damit man das auch vernünftig sehen kann. Okay, also ein Strahl, sagen wir mal Ray dazu, ist abhängig von dem Parameter t, also quasi der Schrittweite, und hat die Form des Auge bzw. der Origin, wie wir es genannt haben, plus t mal die Richtung. Also e plus t mal d. Oder ich kann es auch umnennen, wenn es euch lieber ist, indem ich hier einfach schreibe Ray von t abhängig ist gleich das I, da fangen wir an, plus die Direction. Okay, so. Jetzt haben wir natürlich noch hier die Kugel. Und ich brauche schon wieder eine Formel. Ich brauche eigentlich die ganze Zeit Formeln. Schade, dass es nicht sowas gibt, was uns das immer anzeigt. Okay, die Kugel, also nennen, ja gut, die Kugel lässt sich so darstellen. Ähm, und zwar mit dem Betrag, also der Abstand von jedem Punkt, das habe ich euch eigentlich schon gesagt, jeder Punkt x in der Kugel drin minus ähm, minus dem Mittelpunkt, dem Center, wie wir es genannt haben, also alle Punkte x von der Kugel minus dem Mittelpunkt, müssen wir quadrieren hier, damit wir das rauskriegen, was wir wollen. Ich bin ein bisschen aus der Übung mit diesem Programm. So, wenn wir das hier, also wenn wir alle Punkte, den Abstand von jedem Punkt zum Mittelpunkt nehmen und dann den Radius davon auch abziehen, auch quadriert natürlich, weil wir alles quadrieren müssen. Jetzt. So, dann muss das im Prinzip kleiner gleich 0 sein. Und da wir uns das Ganze vereinfachen wollen, weil wir nur schneiden wollen mit Punkten, die wirklich auf der Kugeloberfläche liegen, also nicht mit innen drin die Punkte, weil die kann man ja später auch nicht mehr sehen. Wir wollen es möglichst effizient haben, deswegen schneiden wir nur mit den Punkten, die wirklich auf der Oberfläche liegen. Das heißt, der Abstand von dem Punkt zum Mittelpunkt muss gleich dem Radius sein. Ich kann hier gleich machen, ich kann auch quadrieren auf beiden Seiten, ich glaube, ihr könnt da folgen. Also hier das Gleichheitszeichen und dann bringe ich das auf die andere Seite und ja, kommt dann am Schluss bei minus Radius Quadrat gleich 0 raus. So, und wir wollen jetzt, ups, nicht speichern, böse, wir wollen jetzt natürlich die Punkte haben, die von dem Strahl und von dieser Kugel, die sich da eben schneiden. Und das kriegen wir hin, indem wir das Ganze ein bisschen umformen. Ja, ich verschone euch nicht mit der Mathematik, denn Grafikprogrammierung ist tatsächlich viel Mathe. Also sagen wir hier einfach, okay, wir setzen für die Punkte, die wir hier haben, setzen wir einfach den Ray ein. Also das R oder dieses Ray von t setzen wir hier in x ein. Ich kopiere gerade mal diese Formel hier, ne, nicht alles. Die hier hätte ich gerne. So. Wir setzen hier in die Punkte x, denn das sind die Punkte, die wir von unserem Strahl erhalten können, setzen wir den Ray ein, aber der Ray ist ja gleich dieser Formel hier. Und diese Formel setzen wir dann eben für x ein. So, und dann haben wir genau das hier, allerdings muss es natürlich in Klammern stehen. Wobei im Prinzip ist es egal, weil wir hier eh nur ein Plus haben, also können wir es auch gleich die Klammer weglassen. So, und ja, jetzt merken wir uns, dass der Betrag zum Quadrat, wir wissen ja, wie man Vektoren irgendwie quadriert. Und wenn man den Betrag möchte und das Ganze quadriert, deswegen steht hier oben nämlich das Quadrat, dann hat man ja automatisch immer was Positives. Denn eine negative Zahl mal einer negativen Zahl gibt ja auch wieder eine positive Zahl. Sprich, wir können eigentlich statt Betrag und dann Quadrat schreiben, können wir das Ganze hier mal sich selbst schreiben. Also I plus t mal Direction minus Center. Kopiere ich mal in neue Formel. So, das Ganze, jetzt brauchen wir aber tatsächlich die Klammer, mal sich selbst. Und ich hätte vielleicht die Klammer vorher schon aufmachen sollen. So, die Klammer. Und natürlich bleibt der Radius hinten dran stehen. Bei dem Radius sind keine Betragsstriche, weil wir wissen ja da schon, dass das Radius Quadrat auf jeden Fall positiv ist. Also Radius Quadrat.
So, soll wieder gleich null sein. Ihr seht, die Formeln werden allmählich länglich. Ja, jetzt kann man das Ganze ausmultiplizieren, also wirklich hier I mal I plus T mal Direction mal I minus Center mal I und so weiter und so fort. Das könnt ihr gerne mal von Hand bitte machen. Ich glaube, ihr wisst, wie man ausmultipliziert und sowas. Und dann kommt man bei folgendem raus. Dann haben wir eine neue Formel auf jeden Fall mal. So, ähm, ja, wir haben dann hier einen Teil, der konstant ist, der sich auch nicht mehr ändern kann. Und dann haben wir zwei Teile, die von t abhängig sind. Und diese zwei Teile sind dann quasi das, was wir, ja, ich zeige es euch einfach mal. Wir haben, ich schreibe jetzt nur noch e, wobei, nee, ich schreibe nicht e und c, das verwirrt bloß. Also I minus Center haben wir quadratisch minus dem Radius zum Quadrat. Ups. Radius Quadrat. So, das ist der Teil, der sich nicht mit t verändert. Dann haben wir, also mit t verändert meine ich immer mal t irgendwie drin stehen hat. Dann haben wir 2 mal t mal die Direction, ich habe es dir genannt, mal dem I oder Origin, wie wir es genannt haben, ist eigentlich wurscht, wie es heißt. So, 2 mal t mal Direction mal dem hier, genau. Okay, und wir haben als letzten Teil, da ist t quadratisch vorhanden sogar, also t, wobei das schreibe ich außen hin, t Quadrat und im Prinzip brauchen wir die Klammern nicht, mal Direction. Dir. So, und das muss jetzt gleich 0 sein. So, und ich hoffe, es klingelt schon bei euch. Wir haben hier einen Teil, da ist der Parameter quadratisch drin. Wir haben hier einen Teil, da ist er nur normal drin. Und wir haben hier einen Teil, da ist er gar nicht drin. Und wir wollen das Ganze gleich 0 setzen. Jetzt kann man das Ganze mit der Mitternachtsformel oder mit der ABC-Formel oder wie sie auch immer bei euch heißt, kann man das auflösen. Und dann haben wir natürlich hier als a, haben wir, oh, hier muss ein Quadrat hin, ganz, ganz wichtig. Haben wir als a eben dieses Dir-Quadrat, als b haben wir 2 mal Direction mal I minus Center und als c, also für die, die die Mitternachtsformel kennen, hoffe ich mal, ansonsten lest das bei Wikipedia nach, leider kann ich nicht alles sagen, wir sind schon wieder weit über der Zeit, aber ich möchte es jetzt eigentlich fertig kriegen. Genau, also haben wir das da quasi. So, und jetzt geht's weiter hier mit der Intersection. Jetzt wollen wir das Ganze wirklich selbst programmieren. Das heißt, wir haben unseren A und das ist tatsächlich auch ein Double. Ja, das ist die Direction. Ja, A gleich der Punkt. Und die Funktion haben wir auch noch nicht reingeschrieben. Super, das heißt, wir werden die nochmal implementieren müssen hier. Okay, wir wollen einfach nur das Vektorprodukt haben. Also wir sehen ja hier dir mal dir, aber, also dir mal dir, dieses Quadrat heißt ja nichts anderes wie das. Aber das Problem ist, dass wir dann natürlich nicht, was wir schon haben, ist, wo haben wir es? Hier das Skalarprodukt. Aber das Problem ist, dass wir da noch die Wurzel ziehen. Das will ich natürlich nicht, denn sonst müsste ich das Ganze nochmal quadrieren und das wird dann ungenau und kostet Rechenzeit. Das heißt, wir sagen hier einfach nur prot und geben uns den Double zurück von this.x mal b.x, this.y mal b.y und this.z mal b.z. So, das ist alles, was wir wollen hier. Deswegen sagen wir hier direkt der Punkt prot und b ist dann natürlich nochmal die Direction, haben wir gerade an der Formel gesehen. Also dir mal dir ist jetzt hier dieses dir.prot dir. Gut, das ist unser a. So, jetzt wollen wir zur Effizienz. Wir sehen ja, wir brauchen den Vektor I minus Center, beziehungsweise bei uns Origin minus Center brauchen wir ziemlich häufig. Deswegen sagen wir hier Vektor 3D EC, also oder OC, EC ist egal. I Center sollte das bedeuten. Sagen wir hier, okay, wir nehmen unser Origin Punkt Subtract und ziehen davon das Center ab. Ist ja auch ein Vektor 3D. Gut. Und dann brauchen wir zu guter Letzt noch die Doubles B und C. Double B
Und der B ist ein Double, das sehen wir hier. 2 mal Direction, also T bleibt natürlich draußen, das ist wie das X bei eurer Mitternachtsformel dann. 2 mal Direction mal EC. EC haben wir ja schon berechnet hier. Also, okay, wir sagen Direction.prod und dann brauchen wir hier EC drin. Gut. So, ich hoffe, ich mache keinen Fehler. Es kann sein, dass ich dann irgendwann mal noch einen Tippfehler reinhauen. Dann müsste ich das in einem späteren Video korrigieren. Ich hoffe, das passiert nicht. Gut. Double C gleich. Ja, und C haben wir gesehen, ist hier vorne EC. Das haben wir ja auch schon ausgerechnet, deswegen habe ich das ja schon vorher gemacht. Dieses EC, damit wir das nicht jedes Mal neu machen müssen. Also EC Quadrat minus Radius Quadrat. Das heißt, wir sagen hier EC.prod EC, was EC mal EC ist, minus dem Radius zum Quadrat. Radius mal Radius. So, und damit haben wir quasi unsere A, Bs und Cs drin und sind bei 16 Minuten. Ja, den Rest von der Intersection verschiebe ich auf das nächste Video, da machen wir dann auch alles fertig, egal wie lange es dauert. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, ihr konntet mir soweit folgen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.